Space Rift wird für 19,99 € verfügbar sein. Im Sommer jetzt für PC, etwa zum Zeitraum der Gamescom für Android und zum Release-Zeitpunkt im Oktober für die PlayStation VR. Space Rift versuchen wir auf möglichst viele Plattformen zu bringen. Also im Moment unterstützt es die Oculus Rift und die HTC Vive. Und was später noch dazu kommt in den Kanon sind dann die PlayStation VR und die Samsung Gear VR. Es wird halt im Prinzip auf allen VR-Headsets spielbar sein. Der Fokus unseres Designs liegt auf dem VR-Element, sodass man eine Brille aufsetzt und dann zum Beispiel in die Richtung schießt, in die man guckt und nicht in die Richtung, wo das Schiff hinzeigt. Aber das Spiel wird auch spielbar werden, ohne dass man eine Brille besitzt. Wir probieren mit Space Rift auf jede Plattform zu kommen, wo VR möglich ist. Aktuell ist es PC und PlayStation, wo es schon mal läuft. PlayStation VR auf der Oculus Rift, auf der Vive. Wir wollen auch eine Gear VR-Version machen, die das Erlebnis widerspiegelt, sage ich mal, von Space Rift, aber in einer für die Gear VR optimierten Version da liegt. Wir experimentieren noch mit Mobile, inwiefern wir es auf der Gear VR und auf Google Daydream zum Laufen bekommen. Also wir arbeiten an Space Rift wirklich als für VR optimierten Titel und deswegen wollen wir auch die ganzen Steuerungsmöglichkeiten anbieten, die der Spieler normalerweise bei VR erwarten würde. Und alle drei Plattformen, also HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR, haben alle drei Handcontroller. Und wir arbeiten daran, alle drei Handcontroller ins Spiel zu integrieren. Um halt die Dinge in seinem Cockpit zu steuern, wie zum Beispiel den Schubregler oder den Joystick oder die einzelnen Bildschirme, die man bedienen kann, dass man die wirklich auch mit seinen Händen ansteuern kann und dass man so auch das Erlebnis intensiviert, das man da im Raumschiff hat. Aber man wird es auch klassisch, sage ich mal, mit einem Gamepad spielen können, wenn man halt diese Touch-Controller nicht benutzen will oder auch nicht hat. Oder auch mit Tastatur und Maus, wenn man ganz klassisch spielen will. Ja, wir versuchen das Gameplay anzupassen darauf, dass man keine Brille besitzt. Also sowas wie zum Beispiel, dass man Asteroiden scannt oder auf Gegner schießt, indem man in eine bestimmte Richtung guckt. Das ist natürlich nicht so leicht umzusetzen in einer Non-VR-Situation, weil dann müsste man mit einem zweiten Stick, mit einem Gamepad zum Beispiel, die Kamera bewegen. Und für solche Spieler ist es einfacher, wenn einfach die Mitte der Schiffsausrichtung genommen wird, anstatt dass man sich extra noch einen Blickwinkel aussuchen muss. Größtenteils wird sich das ähnlich verhalten bei den unterschiedlichen VR-Plattformen, den Hauptplattformen wie PlayStation VR und Oculus Rift und der Vive. Man hat überall eine Seated Experience, man hat ein Headset quasi, mit dem man das Head-Tracking hat und man hat gegebenenfalls noch die Touch-Controller, mit denen man interagieren kann. Wir haben auch eine relativ simple Steuerung, die man auf allen Touch-Controllern abbilden kann. Die Gear VR-Version wird sich dahingehend unterscheiden, dass wir ein auf Mobile angepasstes Erlebnis da machen wollen. Im Hinblick darauf, dass man die Gear VR zum Beispiel nach 20 Minuten auch wieder absetzen sollte, sonst überhitzt die. Deswegen wollen wir da eher so ein Arcade-Erlebnis draus machen, was man halt zwischendurch mal spielen kann, was eher Highscore-basiert sein wird, wo man aber auch die Sachen sieht, die man aus Space Rift noch erkennt, aus der Desktop-Version. Ich finde, dass Space Rift für ein sehr breites Publikum gedacht ist, weil es sehr viele verschiedene Elemente vereint. Also sowohl eine spannende Story als eben auch diese Immersion des im Weltraum herumfliegens. Also ich denke, jeder, der ein VR-Headset hat, sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf jeden Fall für Singleplayer-Interessierte. Alle. Leute wie mich, die keine Lust haben auf Rumgeschimpfe in Multiplayer-Chats. Im Prinzip alle Leute, die sich für VR interessieren. Aber auch für Leute, die sich für eine gut geschriebene Story in einem Spiel interessieren. Und ein cooles Erlebnis haben wollen. Auf jeden Fall für VR-Nerds. Aber vor allem auch diejenigen, die sich halt früher für Spiele wie Wing Commander interessiert haben oder X-Wing oder andere Space Sims und dieses Feeling nochmal haben wollen, für die wird Space Rift auch nochmal interessant sein. Oder Leute, die die Technik noch entdecken wollen, für VR-Einsteiger. Wir wollen mit Space Rift die VR-Enthusiasten ansprechen und die Science-Fiction-Fans und denen ein Spiel bieten, was es so noch nicht gibt. Männer, Frauen.
Friseur. Die sollten sich Space Rift holen und einfach durchspielen, weil es, wie gesagt, nicht nur auf Kampf und Action und so weiter aus ist, sondern auch eine Story vermittelt, wie ein interaktiver Film quasi, den man durchspielt. Space Rift wird auf Deutsch und Englisch verfügbar sein, und zwar mit voller Lokalisierung sowohl von Text als auch von Sprache und Voice-Overs. Weiterhin sind Russisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, aber auch Chinesisch als weitere Sprachversion denkbar. Space Rift ist tatsächlich eine Art interaktiver Film und so wollen wir das auch präsentieren mit der Story, dass man von einem Punkt zum nächsten fliegt und dann passieren irgendwelche Ereignisse. Es ist geskriptet quasi, aber man hat im Unterschied zum Film noch die Möglichkeit, dass man frei herumfliegt und frei agiert. Also unser Spiel ist sehr linear. Space Rift hat eine einzige Storyline, durch die wird man hindurchgeführt, inklusive Dialoge und großen opulenten Setpieces. Aber im Gegensatz zu einem Film hat man natürlich viel, viel mehr Handlungsfreiheit. Also und zwar noch mehr als irgendwie bei Telltale oder so, wo man vielleicht eine andere Dialogzeile auswählen kann. Sondern man hat quasi innerhalb festgelegter Checkpoints vollständige Handlungsfreiheit. Auch seinen eigenen Rhythmus kann man bestimmen. Space Rift hat zwar eine lineare Story, die von vorn bis hinten für jeden Spieler gleich ist, aber wir geben den Spieler trotzdem genug Freiheit. Zum Beispiel, der Spieler kann jederzeit die Kamera frei steuern und kann sich auch frei bewegen. Und wenn er zum Beispiel nicht irgendwo hingucken möchte, kann er sich auch umdrehen und woanders hingucken. Das heißt, er hat gewisse Freiheiten, die mit VR nötig sind und auch dann sind. Und er kann halt selbst kontrollieren, wie er die Story erleben möchte. Auf der Game Design Seite war es für mich sehr interessant, an Space Rift zu arbeiten und ist es weiterhin, weil es ein VR-Titel ist und ich persönlich, auch wenn ich schon viel mit VR in Berührung gekommen bin, noch nie selber einen Titel designt habe, der in VR stattfindet. Und es war immer wieder spannend, gerade für das Testen und das Anpassen von Variablen, immer wieder die Brille aufsetzen zu müssen und selber einzutauchen in die Welt und dann jedes Mal wieder zu merken, was für einen Unterschied es macht. Und dass es einfach unmöglich ist, ein Spiel zu designen, was für VR bestimmt ist, ohne die ganze Zeit immer wieder die Brille aufzuziehen. Space Rift. Available summer 2016 for PC, Android, and PlayStation VR.